Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Silber steigt jetzt stärker als Gold. Disclaimer. Silber steigt einen Tag vor dem BRICS-Treffen um 2,47% auf 23,30 $. Schon in den letzten Tagen hat es sich besser gehalten als Gold. 1894 $. Damit fällt das Gold-Silber-Ratio auf 21,27. Silber macht damit einen doppelten Boden zum Tief vom Juni bis Fibonacci 61,8. Außerdem steigt es heute wieder an die 200-Tage-Linie und ist nur noch 20 Cent vor der 50-Tageslinie entfernt. Alle Augen sind morgen auf das BRICS-Meeting gerichtet und sollte eine Ankündigung zu einer goldgedeckten Währung fallen, wäre das ein Katalysator für einen starken Goldpreisanstieg. Allerdings wird das Goldkartell versuchen, den Preis zu drücken, wegen einer Aussage wie Gold oder Währungsverschiebung weg vom Dollar, die den USA-Dollar weiter schwächen bzw. auf Talfahrt schicken. Unabhängig davon sieht es nicht danach aus, dass Silber unter 20 $ oder sogar unter der 16 $ fährt, sondern massiv steigen kann, weil niemand mehr an einen steilen Anstieg glaubt. Ein Anstieg auf 40 $ in den kommenden 5 bis 6 Monaten würden viele Junior Penny Gold Aktien auf 1 $ oder mehr steigen lassen. Ja, so ist es. Gerade die Silber-Rallye wird eben die Gold- und Silber-Aktien-Rallye anfachen. Silber ist in der Vergangenheit zumindest seit 2011 nicht gestiegen und das ist auch ein Grund, warum wir keine besonders starken Gold- und Silberaktienanstiege bekommen würden. Das hängt einfach eben damit zusammen, dass viele Goldaktien eben Silberelemente haben, die derzeit gar nicht bewertet sind oder mit einmal bewertet werden, schlagartig. Und das führt zu schlagartig höheren Preisen. Unabhängig davon reißt sozusagen Silber den Goldmarkt aus seiner Lethargie und führt eigentlich zum Gesamtanstieg des Goldaktiensektors. Also an Silber hängt jetzt viel. Ich denke nicht mehr, dass die Silber weiter drücken können. Da ist so ein Riesendruck drauf. Vermutlich in circa 4 Wochen sind wir möglicherweise sogar bei Richtung 27 $. Und Jahresende haben wir irgendwo vielleicht 30, 32, kann keiner einschätzen. Jedenfalls ist da sehr großer Druck draus. Und die Anstiege der Gold- und Silberaktien, zumindest einiger, zeigen das auch auf, dass es zunehmend interessant wird. Ja, hier eine Projektgenerator, Silberblei-Zink-Projektgenerator aus Neufundland, der während des letzten Goldaktienbooms, also von 2020 bis Anfang 2021, auch hier stark gestiegen ist. So ging es hier mehr oder weniger von 5 Cent auf 75 Cent, enormer Anstieg. Die Gewinne wurden im Prinzip komplett abgegeben wieder. Und Sie sehen, wir haben scheinbar jetzt eine Bodenbildung vor und das Ganze könnte sich wiederholen. Es ist unglaublich, dass es das nochmal quasi nochmal jetzt hinterher gibt, hoffentlich mit einer größeren Magnitude, aber so sieht es aus. Sie sind, wie gesagt, hier in Nordfundland, das Sale Pond-Projekt haben Sie und Sie brillieren eben, was eben für Nordamerika selten ist, mit äußerst hohen Silberwerten. Hier oben sehen Sie 4.566 Gramm pro Tonne Silber, auch andere Metalle, polymetallisch, also das Ganze 14,9% Kupfer ist sehr viel, 7,5% Blei, 9,6% Zink. Also das sind sehr interessante Ergebnisse und auch das Bohrprogramm von 2023 hat extrem hohe Silberwerte gebracht, wie zum Beispiel hier mit 3.499,1 Gramm pro Tonne Silber. Also meiner Meinung nach ist es ein Unternehmen, das könnte, sobald Gold oder insbesondere Silber aussteigt, eben überproportional profitieren. Den Anlegern wird bewusst, dass es ein Unternehmen in Nordamerika ist mit sehr, sehr, sehr hohen Silberwerten, in einer 1A Jurisdiction, könnte also interessant werden. Die sollte man sich mal ansehen. Die Aktie ist natürlich trotzdem Gamble-Bereich, also sehr hohes Risiko, wie immer auch keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $. Das geben die Charts her, wenn man sie aktuell studiert. Und diese
Charts sind eigentlich ähnlich mit den Verhalten der 1970er Jahre. Und da hatten wir das Phänomen, dass am Ende der Goldrallye sozusagen kam es nochmal zu einer großen Korrektur, zum Rückgang des Goldpreises. Und dann schoss er, sage und schreibe, von $200 auf $850 von einem Jahr. Und wir haben einfach dieselbe Chartsituation. Das könnte passieren. Wir werden auch im Augenblick versucht, vom Goldmarkt durch diese Drückung fernzuhalten, beziehungsweise auch von dieser Goldaktienrallye, die damals stattgefunden hat. Das ist eben bis dahin die größte aller Zeiten gewesen. 5 Cent, $19, 10 Cent, $36, 20 Cent, $40. Einige Beispiele zu nennen. Also gar nicht selten konnte man aus $1.000 100.000, 200, 300.000 machen. Das ist eine absolute Jahrhundertchance, die meiner Meinung nach genau jetzt bevorsteht. Warum? Weil eben die Goldaktien im Verhältnis zu Gold ungeheuer unterbewertet ist und weil meiner Meinung nach Gold vor jetzt gerade im Zusammenhang die Wochen, Monate vor einer Anstiegsphase ist. Und natürlich auch, weil wir die Saisonalität haben, die zumindest bis für Gold und Silber bis ungefähr Februar läuft und die würde das auch noch unterstützen. Also wir haben viele positive Vorzeichen, steigende Edelmetallpreise und die Goldaktien, das muss man sich bewusst machen, sind derartig extrem unterbewertet, dass sie sehr, sehr, sehr schnell hochschnappen und nachziehen würde. Und das ist eben die besonders große Chance bei Goldaktien. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Im Goldaktienboom und wie spielt man den am besten? Hier sehen Sie 2016 ein Beispiel einer Aktie, da gab es noch vorher ein absolutes Supertief. So ist das oftmals mit Goldaktienbullenmärkten, bevor sie dann richtig hochschießen und dann dauert das Ganze nur ein halbes Jahr. Sie sehen, hier ist die Aktie noch von 41 Cent auf $41 gestiegen und Gold eigentlich nur um 30% von 1000 auf 1300 circa. Das heißt, diese Aktie ist also um 10.000% gestiegen. Das heißt, sie ist um 350 Mal besser gestiegen als Gold selbst. Deswegen sind wir in Goldaktien und man stelle sich auch noch vor, zum Tiefpunkt, als die Goldaktien ganz unten, ganz billig war, man hätte vielleicht eine Unze Gold investiert, dafür diese Aktie gekauft, dann hätte man ein halbes Jahr den Gewinn aus Aktien dann verkaufen können und hätte man auch zu dem höheren Preis dann 79 Unzen kaufen können. Nur um das ihm einfach mal drastischer aufzuzeigen. Deswegen diese Rechnung. Ja, 2020 hatten wir viele ähnliche Situationen wie diese Aktie von 2 Cent auf fast 40 Cent, also 2000% das Gold hier, Goldaktien. Und das ist auch im Verhältnis eben zu Gold fast 100 Mal mehr. Und da hätte man in dem Zusammenhang ähnlich investieren können, vielleicht einige Goldunzen zum Corona-Tief verkaufen und ein halbes Jahr später diese Goldaktien verkaufen und wieder mehrere Goldunzen ins Versteck sozusagen wieder zurücktun. Das finde ich einfach ein faszinierender Gedanke, wie man das nutzen kann, ohne irgendwelche Blessuren davon zu kriegen. Die Frage ist, hat man das so gemacht? Nein. Will man das so machen? Ja. Immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Ja, also wir haben so 1996 das Phänomen, dass Goldaktien gegenüber Gold auf der rechten Seite im Bärenmarkt sind. Alle Rallyes, alle Anstiege, von denen die Leute so begeistert berichtet haben, wie zum Beispiel hier 2010, waren sogenannte Bärenmarktrallye. Allerdings jetzt haben Goldaktien im Verhältnis zu Gold den Boden erfunden. Wir gehen deshalb davon aus, weil es ein wirklicher realer Bullenmarkt wird und keine Bärenmarktrallye, dass es einen überproportionalen Anstieg gibt. Und wenn das die Penny Gold und Silberaktien erfasst, dann sind wirklich Millionen zu machen, weil man kann viele Penny Gold Aktien machen, man kann nachkaufen, man kann einige 100.000, vielleicht 1 Million besitzen Penny Gold Aktien. Und bei einer derartigen Verzerrung ist es dann möglich, dass in dem Zusammenhang viele Richtung $1 oder mehr, vielleicht auch einige ausfallen, aber die Masse dürfte ziemlich gut dastehen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Jahrhundertchancen, die jetzt vor uns liegt. Auf der linken Seite ist nochmal das Bewertungsunterschied zwischen Senioraktien und den Junioraktien. Junioraktien sind extrem unterbewertet gegen Senioraktien, deswegen interessieren wir für Junioraktien, aber ab und zu schnappen die zurück, überbieten sogar die Senioraktien, hier wie eben auch die Finanzkrise, ganz Verzerrung, hier wäre es gut gewesen zu kaufen. Und dann berühren die sich sozusagen mit den Senioraktien, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen zu verkaufen. Das ist also immer eine Indikation, eine gute Indikation, weil man steigt man ein und man steigt man aus. Ja, wie hat man 1979 den Bullenmarkt optimal gespielt? Im Grunde einfach
ständig Goldaktien nachkaufen, mehrere Gruppen von Goldaktien, gute nachkaufen, weiter beobachten, nachkaufen, nachkaufen, bis dann sozusagen die Eruption kommt und bis dann alle ins Gold und Silber wollen, um jeden Preis. Wir hoffentlich Mondpreise für die Goldaktien kriegen, oder damals haben sie es ja gekriegt. Und dann aber auch irgendwo diesen Markt verlassen. Dann eben kein Gold, dann sozusagen wieder der Realwirtschaft zuwenden und zum Beispiel Berkshire Hathaway kaufen. Berkshire Hathaway stieg von 1980 auf 1999 um sage und schreibe das 228-fache. Und das ist damit gemeint, jede $50, die man vielleicht investiert hat, vor dem Goldaktienboom, hätte dann vielleicht eine Verhundertfachung mit den Goldaktien gebracht und dann eine Verzweihundertfachung mit Top-Aktien wie Berkshire Hathaway. Das würde dann langfristig $1 Million bedeuten. Und man hätte nicht nur $50 investieren können, man hätte 100 mal $50 zum Beispiel funktionieren können. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige die sogenannten Ereignisketten treffen? Ich meine, relativ viel. Ja, Tod der Aktien, the death of equities Moment. Das ist wichtig zu wissen. Die Vorstellungswelt, das, was uns gesagt wird, das ist nicht die Realität an den Finanzmärkten draußen, das ist eher eine verdrehte Realität, wo wir vermuten können, dass wirklich Insider danach handeln. Also the death of equity, how inflation is destroying the stock market, Business Week, 13. August 1979. Was ist damit gemeint? Ähm, Es gibt sozusagen, das ist ein riesiger Kontraindikator sozusagen. Also Aktien sind im Wesentlichen von 1966 dann seitwärts gegangen und dann gab es eben diesen Goldboom in den 70er Jahren und von 1966 bis 1980 blieb der Dow mehr oder weniger gleich. Also um die 600 oder 800 Punkte, so ungefähr war das. Man konnte also überhaupt kein Geld machen die ganze lange Zeit. Das hat übrigens auch Warren Buffett auch mal aufgezeigt bei einer Konferenz. Ich kann das jetzt leider nicht zitieren, weil ich nicht weiß, aber das war in seinem Buch. Der hatte eben genau das Phänomen aufgeweisen, dass zwischen 1966 und 1980 normale Aktienboom, ist kein Aktienboom gegeben hat. Die ging also gleich seitwärts sozusagen. Geld zu machen war eben in Gold- und Silberrelativen werden und Penny-Gold-Aktien. Nun ist es so, wie lange bleiben wir, also die Goldaktien steigen in der Frühphase, das nutzen wir zum Beispiel damit oder können wir nutzen, um zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen. Aber ab irgendeinem Punkt müssen wir wissen, wann müssen wir unser Gold und Silber verkaufen und wieder in traditionelle Investment gehen. Und da hätte es 1980 gereicht, bis zu den sogenannten großen Kontraindikator aus den Medien zu warten. Also hätte man im Grunde genommen irgendwann dann die Business Week 1979, zum Beispiel am 13. August, in der Hand gehabt und die sprechen großartig davon, dass jetzt der Tod der Aktie ansteht, wissen wir instinktiv, jetzt sind Standardaktien etc. absolut interessant. Und also genau das Gegenteil sozusagen, was die verkürzen. Und da wäre es eben richtig gewesen, sein Gold und Silber in der damaligen Situation Ende 1979 zu verkaufen und zu reinvestieren in Top Aktienfonds etc. Und hier ist es auch nochmal illustriert worden. Das ist sozusagen das Standard und Pur Investment. Da sieht man, wie komplett falsch die liegen. Ob das nun bewusst oder unbewusst ist, das will ich mich gar nicht zu äußern. Kann auch sein, dass es doch mal feinmaschig von irgendwelchen Leuten organisiert wird, sozusagen, um sie sozusagen in falsche Sicherheit zu wiegen. Jedenfalls, das ist das Standard und Pur. Hier wird gesagt, hier nie wieder davon Aktien investieren und hier setzt sich ein 20-jähriger Bullenmarkt sozusagen, baut sich dann auf. Also bleiben Sie in Gold und Silber investiert, bis Sie solche Artikel sehen in den Zeitungen, die dann endgültig sagen, die normalen Standardaktien sind tot. Das ist dann für Sie das Signal, Gold und Silber zu verkaufen und zum Beispiel Top-Standardaktien zu verkaufen. Hoffentlich zu Penny on the Dollar. Hier auf der rechten Seite sehen Sie nochmal das Dow-Gold-Ratio. Das ist eben, diese Sachen hier nach unten sind im Prinzip Krisen. Das heißt, die
Die Aktienwerte implodieren komplett gegenüber Gold. Das heißt, hier konnte man für eine Unze, für einen DAO musste man, ich weiß nicht, vielleicht 26 Unzen oder sonst was hinlegen, lass es 30 sein. Dann beginnt es komplett zu stürzen, sozusagen, das Ratio. Gold wertet ungeheuer auf, eben wie wir ja wissen, hier von $200 auf $850 und die normalen Aktienmärkte implodieren geradezu. Und das heißt, die Unze Gold, der Preis trifft sich sozusagen mit der Gesamtbewertung des DAOs. Und ab dann sind Standardaktien wieder interessant. Sie können dann noch weiterfallen. Sie sehen ja, die Statisten glauben, dass es hier noch viel, viel tiefer geht. Also, dass man für eine Unze 2 DAO kriegt, 4 DAO gibt, whatever. Klar. Wichtig ist auch zu wissen, man konnte 1980 für 500 Unzen ein Standardhaus kaufen. Auch das dürfte unterbunden werden. Sie dürften am ökonomischen Tiefpunkt vielleicht 250 bis 300 Unzen für ein Standardhaus aufkommen. Also wichtig ist zu wissen, im Gold und Silber muss so lange geblieben werden, bis Sie solche Artikel lesen, die sagen, die Wirtschaft wird sich nie wiederholen, Tod der Standardaktie und sowas, wie das hier ist. Also bis auf diesen Indikator müssen wir die Augen aufmachen und warten, bis er kommt. Und das ist dann das absolut perfekte Einstiegssignal in den normalen Aktienmarkt aus meiner Sicht. Und bis dahin, das dauert vielleicht noch ein bisschen, kann man ja diese Standardaktien dementsprechend auch identifizieren, sozusagen, zusammentragen und so. Da bleibt genug zu tun, um auf diesen Wechsel sozusagen sich vorzubereiten. Ja, man müsste im Grunde genommen die Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen multiplizieren. Also jetzt die sich anbahnende Inflation muss man maximal von profitieren. Und kann man zum Beispiel mit Goldaktien durch die Anstiege von Penny Stocks, dass man so viel Geld hat, dass man wesentlich mehr Gold und Silber kaufen kann, beispielsweise. Das ist möglich. Jedenfalls werden dann aus $200 aktuell investiert mit dieser Ereigniskette, also Ver-25-fachung mittels Goldaktien, Ver-4-fachung mit Gold und Silber und dann wieder investieren in normale Standardaktien, die dann im nächsten Zyklus, ein inflationsfreier Zyklus ist dann ja sozusagen $50 oder mehr dann aufzeigen sozusagen. Jedenfalls ist es erstaunlich, dass man mit relativ geringen Investments und taktischen Kaufen und Verkaufen mittelfristig $1 Million Kaufkraft erzielen kann. Ja, 1000 Becker-Report, die versuchen die Aktien zu identifizieren nach moderatem, hohen und sehr hohem Risiko. Exit-Strategie ist auch dabei. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, Sachwerte, sehr günstig, kam zu jederzeit in Gold und Silber, sehr hilfsbereit. Ansonsten normale Broker zum Beispiel in Deutschland könnte man FlatEx de Giro arbeiten, da kann man zum Beispiel an der Heimatbörse Toronto Stock Exchange kaufen, TSX, Swissquote ist halt eine Lösung für die Schweiz. Das kann man auch mit europäischem Wohnsitz, kann man dort einen Broker-Account betreiben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden oder auch generell ein Like geben, was den Algorithmus auf die Sprünge hält. Also noch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.